gleich im ersten Raum der ägyptischen Sammlung im Neuen Museum, im mythologischen Saal, in welchem wir die Sammlungsgeschichte unseres Museums darstellen, werden Sie in dieser Vitrine mit einer Ansammlung von Keramik konfrontiert. Warum? Mit Sammlungsgeschichte verbunden, weil diese Exponate alle von der Grabung aus Tell el-Amarna stammen. Keramik spielt im alten Ägypten eine sehr große Rolle, denn alles, was man irgendwie aufbewahren wollte, vom Essgeschirr bis zu den großen Vorratsgefäßen, war zum Großteil aus Keramik gefertigt, wenn es nicht Korbware war oder andere Behältnisse. Und wenn wir uns hier in dieser Vitrine einzelne Objekte genauer anschauen, dann sehen Sie in der Mitte einen riesigen großen Topf. Und dieser ist tatsächlich ein Vorratsgefäß. Und glücklicherweise wissen wir hier sogar, was sich in diesem Gefäß befunden hat. Denn oben auf der Schulter ist eine Inschrift eingeritzt, die uns erzählt, welchen Inhalt wir hier vorgefunden hätten. Und zwar steht dort, es waren 73 kleine Beutel mit ungeritzten, getrockneten Sykomorenfrüchten. Das sind wie kleine Feigen und Sie können sich vorstellen, wenn die getrocknet sind, dann ist das so ähnlich wie Rosinen in kleinen Säckchen. Und das war in diesem großen Gefäß aufbewahrt. Der Boden von Amarna ist voller alter Scherben, zerbrochenes Alltagsgeschirr, 1400 vor Christus. Pottery is cheap. A lot of it is quite fragile because it's made from brittle Nile silt fabric, breaks easily. It must have been available in huge quantities, and once it's broken a little bit, you throw it away, and so it reduces to sherds. Für Barry Kemp erzählen diese Scherben Geschichten. Geschichten über den Alltag in Amarna. It's a big storage jar. It have a diameter like that, big bulbous vessel with a bold decoration of blue plant motifs. There's a leaf. It's not a very good quality fabric. Most blue painting is on a fabric made from ordinary Nile silt, which fires to a relatively low temperature and is fairly porous, and the vessels are not so strong. But they're good for keeping water cool. They're not so porous, and so the water can seep out slightly and evaporate, and this helps to keep the water cool. So you can still buy them in Egypt. They're called seers. Solche Seers findet man in Ägypten überall. Heute wie damals einfache Gebrauchskeramik, die immer noch in den Dörfern gefertigt wird. Die großen Krüge werden nur relativ kurz in dem riesigen Brennofen der Töpferei gebrannt. Dadurch bleiben sie porös und das Wasser aus dem Inneren sickert langsam durch die Wand nach draußen. Hier verdunstet es und kühlt somit den Krug. Fachkundig stapelt der Töpfer die Krüge in den Brennofen, der dann mit Lehm und Pflanzenmaterial abgedichtet wird. Jetzt wird der Ofen von unten mit einem Feuer beheizt. Die Seers werden für einen halben Tag gebrannt. In den Dörfern entlang des Nils stehen die Seers an der Straße. Hier kann jeder, der vorbeikommt, so will es der Brauch, einen Schluck kühles Wasser trinken.